In der Kindheit wurden viele von uns mit Gefängnisstrafen geängstigt. Um ein launisches Kind zu beruhigen, drohten Mütter ihren Kindern oft mit einem Polizisten, der sie ins Gefängnis bringen würde. Niemand möchte hinter Gitter kommen. Doch Bestrafung ist nicht gleich Bestrafung. Die meisten Verbrecher kommen recht schnell wieder frei. Nur die schlimmsten Gesellen der Gesellschaft sitzen 20 bis 30 Jahre im Gefängnis. Unser vierbeiniger Held in diesem Video verbrachte jedoch den Großteil seines Lebens hinter Gittern, allein durch menschliche Laune. Im vergangenen Jahr erhielten thailändische Tierschützer einen anonymen Hinweis. Ein unbekannter Wohltäter leitete die Freiwilligen in einen Bezirk von Bangkok, wo sich nach seinen Angaben ein unglückliches Tier in Gefangenschaft befand. Als die Retter eintrafen, waren sie entsetzt. Aus einem dreckigen Gitterkasten blickte ihnen ein ausgewachsener Asamaka in völliger Erschöpfung entgegen. Wie sich später herausstellte, hieß das arme Tier Joe. Er kam 1988 zu den Menschen, als seine Mutter von Wilderern erschossen wurde. Bis 1991 wurde der Affe als Haustier gehalten, doch dann wurde er erwachsen und nicht mehr so süß. In diesem Moment wurde der unglückliche Makak in diesen stinkenden Käfig gesteckt. Ganze 25 Jahre verbrachte Joe damit, sich mit seinen Pfoten an die Gitter zu klammern und nach draußen zu starren. Kinder vergnügten sich, indem sie Müll in seinen Käfig warfen, und nachts schlichen Ratten herum. Die Retter mussten sich beim Besitzer des Affen verbeugen, da ihnen das lokale Gesetz nicht weiterhelfen konnte. Zum Glück gelang es den Menschen, den Primaten von seinem grausamen Besitzer freizukaufen. Als die Freiwilligen Joe aus seinem Käfig holten, waren sie über die Schwäche des erwachsenen Makaks erstaunt. Er bewegte sich kaum, da er es sich über Jahrzehnte hinweg angewöhnt hatte, zusammengekauert zu sitzen. Der Gründer der thailändischen Tierschutzorganisation sagte, dass er in seiner 17-jährigen Arbeit in diesem Bereich noch nie einen so schrecklichen Fall gesehen habe. Ein Vierteljahrhundert verbrachte der unglückliche Affe hinter Gittern in einem schmutzigen, stinkenden Käfig. Nachdem er bei den Rettern angekommen war, begann sich das Tier langsam zu erholen. Er liebte es, im Wasser zu planschen, aß mit großem Appetit, aber er stand nicht sofort wieder auf die Beine, er war im Gefängnis zu dünn und schwach geworden. Die Vertreter der Art, zu der Joe gehört, leben durchschnittlich etwa 35 Jahre. Die Freiwilligen hoffen, dass der von ihnen gerettete Unglückliche noch den Geschmack eines normalen Lebens erfahren wird. Es ist schrecklich, sich vorzustellen, dass der Makak ohne das Eingreifen mitfühlender Freiwilliger im Käfig gestorben wäre und all seine Jahre in ein und demselben alten Käfig verbracht hätte. Ein schreckliches Schicksal. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.